So, hallo, die Düngung steht vor der Tür und es empfiehlt sich, dass ihr euren Düngerstreuer schon mal vorbereitet für die Düngung, damit, wenn es dann losgeht, die Boden trocknen und ihr losfahren könnt zum Streuen, alles fertig ist. Wir haben jetzt hier mal einen hydraulischen Access H50 angebaut und das ist normalerweise, was ich empfehle, wenn der Schlepper jetzt schon frei ist, wenn ihr ihn nicht unbedingt braucht, baut jetzt schon euren Streuer am Schlepper an, auch wenn ihr erst in 3 oder 4 Wochen streut, dass das einfach schon mal alles klar ist. So, was machen wir beim Anbau? Das Erste, was wir empfehlen, ist, dass ihr, wenn ihr ihn anbaut, vorher auch die Bolzen checkt, Oberlenker, Unterlenkerbolzen. Es kommt jedes Jahr vor, dass Bolzen brechen, dass der Streuer runterfällt, dann ist er ein Totalschaden. Also checken, wie schauen die aus, sind die gut und dann lieber mal die paar Euro vielleicht in neuen Bolzen investieren, dass das auf jeden Fall sicher ist. Dann auch was man machen kann, was ich immer machen kann, ist jetzt die Isobus-Stecker auf Korrosion prüfen. Also ganz wichtig, macht immer wieder Ärger, wenn jetzt hier Dreck, Schmodder, Korrosion drin ist, dass man dann einfach ein Problem hat in der Saison. Es kostet viel Nerven. Kontrolliert also die Stecker. Was man auch kontrolliert ist, sind die Kabel in Ordnung. Es kommt immer wieder vor, dass beim Abbauen oder Anbauen die Kabel knicken. Ein geknicktes Kabel ist ein potenzieller Fehler für Kabelbruch oder irgendwelche Dinge. Das heißt, Kabel checken, sind alle in Ordnung. Dann auch die Hydraulikstecker kontrollieren. Sind die dicht, sind die Verschraubungen dicht, sind sie vielleicht total korrodiert, muss ich hier irgendwas machen. Da ist jetzt ein Wiegerahmen dran, Streuer mit Wiegerahmen. Die Wiegezellen unten haben einen Schmiernippel, die müssen abgeschmiert werden. Das solltet ihr normal nach der Saison machen. Wenn das nicht passiert ist, bitte auch noch die Wiegezellen abschmieren. So, und dann allgemein empfehle ich immer so eine Sichtprüfung, geht um eure Maschine drumherum und guckt einfach mal, ob irgendwas auffällig ist. Also hier meine ich, was häufig passiert, sind so Sachen, dass man irgendwo hingefahren ist oft im Stress oder was, dass, weiß ich, die Leiter verbogen ist, der Schutzbügel ist verbogen oder die Grenzstreueinrichtung, dass man einfach hier so eine Sichtprüfung macht. Auch wenn ihr Abstellrollen dran habt, kommt vor, dass wenn der Streuer zu schwungvoll oder vielleicht voll auf die Abstellrollen abgesetzt wurde, dass die verbogen sind, dass sie sich nicht mehr drehen oder sowas, dass man das hier einfach kontrolliert. Auch hier zum Thema Abstellen, wenn der Streuer soll nicht voll abgestellt werden. Es passiert aber manchmal, Dreipunktknall drunter, was auch immer, dass er Bodenkontakt hat im Heck und da kann es passieren, dass der Rahmen sich verbiegt. Und dann stimmt der Abstand von der Scheibe zum Auslauf nicht mehr. Und das sieht man aber, also so, wenn ihr jetzt euch das so ein bisschen kritisch anschaut, sind die Scheiben rechts und links richtig zum Auslauf und es schaut komisch aus, dann geht bitte in die Werkstatt. Die Werkstatt hat die Möglichkeit, das nachzumessen und zu kontrollieren, ob das alles stimmt. Weil wenn der Abstand nicht mehr stimmt, dann funktioniert der Streuer nicht mehr richtig und der kann auch nicht mehr richtig streuen. So, also so ein bisschen Sichtprüfung. Sichtprüfung gehört bei mir auch dazu Kontrolle auf Leckagen, Ölleckagen. Also wir haben hier unten ein Getriebe drin, das ist jetzt ein Hydraulikstreuer oder auch wenn es ein Zapfwellenstreuer ist, einfach mal mit dem Finger drunter gehen, schauen, ob irgendwie eine Ölpfütze unterm Streuer liegt, was sich jetzt im Winter über irgendwo angesammelt hat und zu schauen, ob irgendwelche Ölleckagen sind. Ich mache auch immer Kontrolle, hier schauen, ob die Scheibe ein Spiel hat. Wenn das Spiel zu groß ist, sieht es nach einem Lagerschaden aus, dass man da was kontrolliert und entsprechend macht, dass man einfach sieht, okay, schaut alles ganz gut aus. So, ganz entscheidend ist, Wurfflügelverschleiß kontrollieren. Also die Flügel, durch die Flügel geht ja Tonnagen an Dünger durch. Das heißt, es fangen an, dass die, auch trotz der Beschichtung, dass die immer dünner werden. In der Regel fangen die von außen hier unten an zu verschleißen und was sich als erstes bildet, sind Wellen in den Wurfflügeln. Der Flügel ist jetzt in Ordnung, der ist super, der andere schaut auch top aus, aber wenn es anfängt, dass hier so Wellen sich bilden, dann müssen die Wurfflügel gewechselt werden. Am schlimmsten ist es sogar, wenn Löcher, von außen fängt er dann an, so richtig Löcher zu haben, dann dürft ihr nicht mehr streuen, dann stimmt das Streubild nicht mehr, müsst ihr die Wurfflügel austauschen. Also bitte alle Wurfflügel checken, auch alle 4, ist in Ordnung, das gleiche auf der anderen Seite genauso. Nächster Punkt, Verschleiß, also Wurfflügel sind ein Verschleißteil, auch die Bürsten sind ein Verschleißteil. Und die Bürsten sind ein ganz entscheidendes Teil beim Düngerstreuen. Und zwar verhindern die Bürsten,
dass der Dünger wegspritzt. Also das heißt, hier vorne die Kante kann sein, dass der Dünger nach hinten rausspritzt und der soll ja aber in dem Wurfflügel sein, um rausgestreut zu werden. Und die Bürsten verhindern das, die fangen den weggespritzten Dünger auf. Und wenn die Bürsten verschleißen, jetzt sind sie super, jetzt sind sie so gerade über dem Wurfflügel. Wenn das jetzt zu groß wird, der Abstand zu den Wurfflügeln, müsst ihr die Bürsten tauschen. Es passiert auch, dass manchmal einzelne von den Borsten verloren gehen. Wenn die nicht mehr da sind, tauscht bitte die Bürsten aus beiden Seiten. Das also kontrollieren. Dann, wenn ich jetzt hier hinten bin, haben wir die die Beleuchtung, Straßenverkehrsbeleuchtung. Unbedingt einen Check jetzt machen. Geht der Blinker, gehen die Bremslichter. Es passieren immer schlimme Unfälle, weil der Blinker oder die Bremslichter nicht gehen. Also bitte kontrolliert es, funktionieren die alle, dass die halt sichergestellt sind. So, was habe ich noch? Ach ja, ich mache immer gern auch dann, dass man nochmal die Wurfscheiben abbaut, weil manchmal sind die dann so fest, dass sie gar nicht mehr richtig runtergehen. Und jetzt habt ihr vielleicht die Zeit dazu. Ihr könnt anfangen, das mit unserem Spezialwerkzeug erstmal zu lösen. Und das machen wir jetzt mal gerade. Das heißt, hier die Kunststoff-Hutmutter geht auf beiden Seiten, ist es ein ganz normales Rechtsgewinde. Das heißt, auch wenn die eine Scheibe sich rechts rumdreht und die andere links rumdreht, kann ich die beide Seiten entsprechend rechts oder links rum aufschrauben. So, jetzt habe ich sie lose. Also das Erste, was ich kontrolliere, ob das Gewinde noch in Ordnung ist, ob das jetzt passt. Das sieht jetzt hier noch gut aus, dass es funktioniert. Und dann Scheibe runterbauen. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel schon, ich habe Korrosion an der Wurfscheibennarbe, der ist hier am Rosten. Also was hier mache ich jetzt zum Beispiel den Rost weg, ein bisschen mit der Drahtbürste sauber machen und dann entweder nochmal, also das Gewinde nicht, hier unten mit Lack lackieren und dann dick einfetten, damit, wenn ich das dann draufsetze das nächste Mal, dass ich es auch wieder runterbringe, dass es dann sauber ist. So, dann, was mit dazu gehört, ist der Check von den Grenzstreueinrichtungen. Wir haben jetzt hier den Telemat bei den mechanischen Streuern oder auch die GSE, die in der Mitte dran ist. Das Erste, was ihr macht, ihr nehmt euer Werkzeug, löst die Bolzen und stellt dabei fest, dass die Bolzen überhaupt noch da sind, weil gerade der hier nach unten steht, der geht gerne verloren, der drillt sich gerne selber auf, wenn er nicht richtig festgezogen ist. Das heißt, kontrolliert, ob überhaupt beide Bolzen noch da sind. Dann kontrolliert, ob man den Telemat noch gut, ob er leichtgängig zu verstellen ist. Gegebenenfalls muss man hier oben in die Führungen kann man Fett reinmachen, dass der sich ein bisschen besser führen lässt. Dann Kontrolle, ob alle Bleche da sind. Hier kommt es auch gern dazu, dass sich mit Fremdkontakt die verbogen sind. Verbogene Bleche müssen ausgetauscht werden, weil sonst stimmt das Streubild nicht mehr. Und schauen, ob die noch leichtgängig sind, ob die sich bewegen lassen. Und auch ganz wichtig, wenn ihr mal näher herschaut, hier gibt es diese Kunststoffführungen, ja, also die Führungen hier oben und hier unten, wo die Bleche drin laufen. Diese Kunststoffführungen, die werden im Laufe der Zeit durch den Dünger abrasiert, also die werden immer ein bisschen weniger und die muss man auch mal austauschen. Also die gehen irgendwann verloren, vor allem die unteren, und dann muss man die auch entsprechend austauschen. Also checkt diese Kunststoffführungen und gegebenenfalls muss man die dann auch austauschen. So, dann, wenn ich gerade dabei bin, habe ich hier den Hydraulikzylinder. Den kann man auch hier auf Leckage prüfen, ob der noch sauber funktioniert. Und später, wenn ich den Schlepper anhab, probieren wir natürlich auch mal, ob der Telemat hoch und runter geht, ob das alles funktioniert. Gut, dann schauen wir mal auch noch in den Behälter rein nach dem Rührwerk. So, jetzt bin ich mal in den Behälter reingeklettert. Passt bitte auf, ganze Sicherheitsvorkehrungen, dass ihr also nicht rausfallen könnt. Der Schlepper muss aus sein, der Streuer darf nicht laufen. Und dann könnt ihr unser Multitool nehmen, um das Schutzgitter zu öffnen. Dabei kann man gleich eine Sichtprüfung machen mit dem Schutzgitter. Manchmal kommt es vor, dass die dann auch ziemlich verbogen sind, wenn irgendwelche Fremdkörper reingefallen sind und sich gar nicht mehr richtig öffnen lassen, dass ihr das jetzt vielleicht gegebenenfalls noch richtet. Und dann habt ihr hier könnt ihr einen Rührwerkcheck machen. Also wichtig, Schlepper ist aus, gell? Kann nichts passieren. Und zwar, das Rührwerk lässt sich in Drehrichtung der Streuscheiben drehen. Ja, ich bin jetzt auf der rechten Seite, die Scheibe dreht so rum und somit kann ich mit der Hand das Rührwerk in die Richtung drehen. Aber ich kann es nicht in die andere Richtung drehen.
Das Rührwerk, das ist jetzt eine neue Maschine, da ist gar nichts dran. Bei eurer Maschine kommt es vor, dass das Rührwerk verrostet, wenn der Lack ab ist. Das ist aber nicht schlimm, das ist ein Gussteil, das kann nicht durchrosten. Was man aber dabei kontrolliert, ist noch ein bisschen die Dicke der Finger, weil das dann auch im Lauf der Jahre verschleißt. Und wenn die Finger zu dünn ist, empfiehlt es sich auch, das Rührwerk normal zu tauschen. Noch ein Hinweis, manche von euch kennen das gar nicht. Wir haben irgendwann den abnehmbaren Wurfscheibenschutz eingebaut. Und wenn jetzt euer Streuer hier entsprechend schon vorbereitet ist, dann könnt ihr mit relativ einfachen Mitteln den Wurfscheibenschutz abnehmen. Das heißt einfach nur so eine Vierteldrehung und schon kommt das Ding euch entgegen. Ne? Und dann kommt ihr überall dran zum Saubermachen, zum Kontrollieren oder sowas. Also die, die es noch nicht kennen, guckt mal, ob euer Streuer das schon hat. So, weiter geht's. Das hier auf dem Schlepper die Elektronik überprüft. Also das hier ist jetzt eine Isobus-Maschine mit dem Isobus-Terminal oder ihr habt eine Quantron A. Dann erstmal das erste Probieren, fährt er überhaupt richtig hoch. Also beim Anmachen ist es dann wichtig, dass wir ihn jetzt mal anmachen, dass das Terminal angeht. Jetzt kontrolliert ihr, ob das Terminal überhaupt den Streuer hochlädt. Wichtig ist, dass ihr beim Hochladen aufpasst, weil es kommt jetzt gleich, wenn ich jetzt hier diese Enter-Taste drücke, kommt so eine Kontrollseite. Seht ihr das? Jetzt überprüft ihr links, rechts, ob alle Dinge gut sind. Okay, 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 okay. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr das kontrolliert, dass ihr da gerade hinschaut, weil das ist nur ein paar Sekunden da. Der piepst aber laut. Das ist ein paar Sekunden da. Und dann müsst ihr kontrollieren, ob er das entsprechend alles hochgeladen hat. Also hier scheint alles zu funktionieren. Dann, was wir jetzt machen, ist, wir gehen ins Menü und haben hier haben wir Systemtest und haben hier das Thema Testdiagnose und können jetzt hier einige Dinge kontrollieren. Und zwar könnt ihr hier Testpunkte Schieber mal die Testpunkte anfahren, indem man jetzt sagt, okay, ich drücke jetzt hier auf 200 und Start. Und jetzt kann man nach hinten gehen und schauen, ob er die richtige Schieber angefahren hat. Und das Gleiche machen wir auch mit Testpunkte AGP. AGP heißt Aufgabepunkt. Also wenn ihr hier auswählt, Aufgabepunkt 7,5 wählen, auf Start drücken und dann kontrollieren wir hinten, ob es wirklich funktioniert. Also wir haben Testpunkte Schieber, Testpunkte Aufgabepunkt gecheckt. Jetzt gehen wir noch auf die Seite 2. Da haben wir das Rührwerk. Und wenn ich jetzt auf Start drücke, dann läuft das Rührwerk los. Und dann kann ich entsprechend hintergehen und kontrollieren, ob es auch wirklich funktioniert. Dann haben wir noch die Wiegezellen. Sieht man, dass sie gleichmäßig sind. Jetzt sind 16 Kilo drin. Ich mache es dann immer noch, dass ich mal jemanden hinten reinstelle oder mich selber hinten reinstelle und einfach mal gucke, ob denn ungefähr das Gewicht stimmt. Das kann man dann machen, einfach so eine kleine Sichtprüfung entsprechend. Und wir haben ja auch eine elektrische Abdeckplane drauf und dann kann ich auch die Plane öffnen und dann kann ich kontrollieren, ob die Plane entsprechend funktioniert, ob da alles auf und zu geht. So habe ich da in diesem Testdiagnosemenü eigentlich viele Möglichkeiten, das entsprechend alles zu kontrollieren. Ja? Also, was ist noch auf der Seite 3? Spreadlight, genau, die kontrolliere ich auch immer noch, einschalten. Und jetzt schaue ich einfach rechts, links, ja, funktioniert. Also auch das haben wir. Gut, und dann wenn ihr jetzt schon euren Dünger habt und alles wisst, könnt ihr ja auch schon entsprechend euren Dünger eingeben, empfehle ich immer. Das heißt, also habt ihr gesehen, wie ich es gemacht habe, hier oben auf Streuderbälle tippen, dann kommt die Streuderbälle raus und dann gebt ihr euren Dünger ein. Wenn ihr mit dem Handy WLAN-Modul das habt, könnt ihr gleich euren Handy in der Streuderbällen-App den Dünger raussuchen, per WLAN hier reinschicken und dann habe ich die ganzen Einstellwerte drinnen. Das ganz Entscheidende dabei ist, dass ihr
die richtigen Scheibentyp habt. Ja? Also ich war zu schnell, gell? Immer bin ich zu schnell. Menü, Düngereinstellungen und dann haben wir hier auf der Seite 2 den Wurfscheibentyp und es muss die richtige Wurfscheibe, die hinten drauf ist, auch hier eingegeben sein. Das müsst ihr auch nochmal kontrollieren. Wenn ihr das mit dem WLAN-Modul macht und ihr habt nur einen Scheibentyp, dann kann da nichts passieren. Wenn ihr mit verschiedenen Scheiben arbeitet, kontrollieren, ob die richtige Scheibe aufgebaut ist. Das ist der Pre-Season-Check, wie wir es nennen, also Vorsaison-Prüfung, ob eure Maschine fit ist, ob die alles kann. Und bitte nehmt euch die Zeit dafür, das zu machen. Draußen regnet es, in der Halle ist es in Ordnung. Dann könnt ihr einfach sicher sein, wenn eure erste Maßnahme ist, die Düngung losgeht, dass alles seine Richtigkeit hat.